Mein Name ist Silvan Klautrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Café Olaf Koch, der CEO der Metro-Gruppe. Vor einer ganzen Weile habe ich mal länger mit einem ehemaligen CEO von einem eurer verbundenen Unternehmen gearbeitet. Die machen Unterhaltungselektronik oder handeln damit. Und ich fand den echt cool. Also cooler Typ, hat die richtige Idee gehabt davon, wie Kultur aussehen muss, wie Kultur modern sein muss, wie sich was verändern müsste. In der Zeit, in der wir uns kannten, das waren 4 Jahre oder sowas, da hat sich aber wenig verändert in der Firma. Und das war total frustrierend von außen zu sehen, dass einer das Richtige will und irgendwie so die richtigen Knöpfe drückt, aber dann nichts passiert. Warum ist das so? Also jetzt nicht nur dort, sondern überhaupt. Warum ist das so, dass eine Person, die das Richtige will, das nicht schafft, in so einem Unternehmen das durchzusetzen? Ja, ich würd, es auf uns applizieren hier, auf den Großhandel und da wieder zurückkommen auf die Frage, wie definieren wir uns selber und wie definieren wir damit auch letztendlich die Führung dieses Unternehmens. Und als wir für uns erkannt haben, wir wollen uns an diesem Leitbild Champion for Independent Business, euer Erfolg ist unser Geschäft, orientieren, haben wir auch gemerkt, dass das nicht unbedingt kompatibel ist mit dem zu der Zeit existierenden Führungsmodell, weil das war stark auf Ausführung ausgerichtet. Es war wenig auf Inklusion und auf Widerspruch vorbereitet. Und wir haben damals ein Programm gestartet, das hieß Leadership for Growth. Hat mir damals mein Personalkollege sehr ans Herz gelegt. Ich war zugegebenermaßen sehr skeptisch. Ah, cool. Cool zu hören, dass es jetzt scheinbar anders ist. Ich war sehr skeptisch, ja. Und es war ja vorher die Frage, was waren so die schwierigen Dinge und wo waren da auch eventuell Momente, die schmerzhaft und fehlerhaft waren. Und als wir dieses alte Programm zu Ende geführt haben, weil es gescheitert war, war eine der Reflexionen, es lag an der Kultur. Und der Heiko Hutmacher, der hier für Personal verantwortlich war, meinte, ey, Olaf, wir müssen über Führung und Kultur reden. Und ich sagte, ja, aber es ist doch so logisch. Ich meine, Wischiwaschi. Ich lasse mich mal drauf ein und habe dann einige Interviews geführt mit ein paar Beratern. Wir haben uns dann entschieden für Oxford Leadership. Da gibt es einen Brian Bacon, der hat diese Firma gegründet. Und der hat ein Modell entwickelt, das ich so gar nicht kannte, weil es reflektiert ein Stück weit deine eigenen Dinge, also was treibt dich an, was tut dir weh, was macht dir keinen Spaß, wo waren deine Erfolgsmomente, wo waren die Momente des Scheiterns und verknüpft das mit dem Unternehmen. Und du bist dann in so einem Modus, wo die Dinge geteilt werden. Du musst nicht alles teilen, das ist kein Seelenstriptease, um Himmels Willen, aber diese Reflexion ist unglaublich stark in einem Team. Und wir haben das Modell dann tatsächlich auf alle Führungskräfte appliziert und haben dann auch gemerkt, wir müssen gewisse Führungsmodelle in die Karriereentwicklung mit reinnehmen. Das heißt, wir haben dann Guiding Principles entwickelt, anhand derer wir auch Performance Evaluation machen. Das heißt, du kannst ein Top-Performer sein, aber wenn du nicht die Leidenschaft teilst, dass du dein Team und deine Leute um dich herum wachsen lassen musst und fördern musst, dann haben wir ein Problem mit dir. Und wenn du nicht inklusiv bist bei der Entscheidungsentwicklung, dann haben wir ein Problem mit dir. Und das werden wir auch ansprechen. Und dann schaut eine Organisation natürlich ganz genau drauf, ob wir bei der Evaluation von Leistung die quantitative Leistung ausschließlich honorieren, aber Verhalten nicht tadeln, wenn es falsch war. Das hat dazu geführt, dass wir uns von einigen High-Performern getrennt haben. Interessant. Das tat weh, weil die Leute natürlich das Wissen hatten, aber nicht mit dieser Kultur einhergehen konnten. Und wenn du heute schaust, wir hatten einen Engagement-Index nach Aon Hewitt von ungefähr 62, 2011. Wir haben jetzt einen Engagement-Index von 75. Und das hat damit zu tun, dass wir da konsequent dran gearbeitet haben. Nun sage ich aber auch, wir haben das Modell 2-mal gemacht. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir es wieder neu anfangen müssen, weil solche Dinge diffundieren. Jetzt haben wir mit der Andrea eine neue Personalvorständin an Bord und Frischer Wind. Da freue ich mich drauf, mit ihr daran zu arbeiten. Wenn ich mir vorstelle, ich meine, so
ich vermute mal, einige von euren Führungskräften sind eher so von der Boomer-Generation, vielleicht ein paar Generation X oder sowas, aber irgendwo so dazwischen. Das heißt, denen zu erzählen, so jetzt musst du noch mal was Neues lernen und musst du dich vielleicht verändern, musst du vielleicht auch überhaupt verstehen, wie soziale Medien heute funktionieren, wie wird denn heute eingekauft, was ist denn heute irgendwie der Entry-Point zu Führung auch, ne? Also wie wollen die Leute Kommunikation bekommen? Denen zu erklären, was da zu verändern ist, bestimmt nicht leicht, oder? Nee, es ist nicht leicht und auf der anderen Seite auch da wieder zurück, was ist meine Rolle als Führungskraft? Meine Rolle als Führungskraft ist, den Leuten den Schutz zu bieten, zu sagen, ich weiß es nicht. Schlimmer ist, wenn sie sagen, ich weiß es, aber sie tun es nicht. Oder so tun, als ob sie es wissen. Ja, korrekt. Und wir hatten gerade hier in dem Raum vor 2 Wochen so ein Meeting. Wir haben jetzt sehr viel investiert in digital. Wir haben Metro Markets als Marketplace für Gastronomie. Wir haben Hospitality Digital mit ganz vielen Werkzeugen für Restaurateure und unabhängige Leute in der Gastronomie. Wir haben bei Metronom, das ist unsere eigene IT-Einheit, ganz viele tolle Tools entwickelt. Aber so kommt es dann auch, dass du viel mehr von der neuen Generation an Innovatoren in der Firma hast, die dann sagen, aber so, wenn ich jetzt mal drauf schaue, wie ist denn so die ganze Digital Customer Experience, dann ist da viel Raum für Verbesserung. Und die Diskussion haben wir hier geführt im Sinne von, lass uns doch einfach mal zugeben, dass wir wahrscheinlich einen View drauf haben, der auch okay sein kann. Aber da sind Leute in der Firma, die haben da vielleicht noch viel trennschärferen Blick, wie es sein sollte. Und geben wir den Leuten noch erstmal den Raum, uns zu definieren, wie sollte die Customer Experience auf der Digital-Seite sein. Weil auf der physischen sind wir gut bis sehr gut. Auf der digitalen Seite haben wir ganz viele wertvolle Bausteine, sind wir auch heute schon sehr stark. Aber das jetzt coherent zu machen, konsistent zu machen, da den Leuten den Raum zu geben, zu sagen, ey, gib's doch einfach zu, dass das nicht deine stärkste Kompetenz ist. Und das ist doch gar kein Problem. Das Problem wäre nur, wenn du so tust. Ja. Weil dann kommen wir nicht voran. Ja, ich glaube, es ist ganz schön schwer, den Leuten diese Sicherheit zu geben, gerade wenn man es gewöhnt ist, in, sage ich mal, eher oldschool und auch deutschen Firmenstrukturen, dass man halt, wenn man was nicht richtig gemacht hat, dass man dann getadelt wird oder sogar bestraft wird, wie du vorhin einmal kurz gesagt hast. Ja. Also, naja, vielleicht ist das eine gute Brücke zum Thema toxische Unternehmenskultur. Was ist denn eigentlich eine toxische Unternehmenskultur? Ab wann ist die toxisch? Was sagt der Begriff für dich aus? Ja, also zunächst mal glaube ich, dass Kultur natürlich immer der jeweiligen Unternehmenssituation und dem Geschäftsmodell angemessen sein muss. Insofern gibt es nicht die eine Kultur, die richtige oder die falsche. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz große Unterschiede und hat auch was mit dem Zeitpunkt der Unternehmensentwicklung zu tun. Wie ich schon vorher sagte, eine Kultur, in der man ganz stark auf die Ausführung ausgerichtet ist, macht in einem gewissen Zeitpunkt unglaublich viel Sinn. Gerade dann, wenn man ein Scale-up ist und die Dinge so oft wie möglich replizieren will. Ich glaube, toxisch ist es, wenn eigentlich allen im Unternehmen klar ist, es müsste anders sein, aber keiner macht mehr den Mund auf. Das ist toxisch. Ist das nicht oft so? Das weiß ich nicht, ob es oft so ist. Ich habe es ein paar Mal beobachtet und aus meiner Sicht hat es damit zu tun, dass wir alle natürlich nach Erfolg streben, wenn wir unternehmerisch tätig sind. Und ich beobachte ein Phänomen, das ist mir ein paar Mal jetzt in meiner Karriere begegnet, dass mit dem Erfolg die Leute mehr Zuversicht haben. Das ist super. Mehr Selbstvertrauen aufbauen und weitergehen. Dann kommt der nächste Erfolg. Dann kommt Stolz. Und der ist absolut gut. Stolz ist sehr, sehr wertvoll und ist auch unglaublich stark. Aber wenn Stolz nicht mehr der Moment ist, sondern die Lebenseinstellung, dann wird es toxisch, weil dann werde ich arrogant. Wenn es ums Ego geht irgendwie. Und dann werde ich ignorant, dann höre ich nicht mehr zu, weil ich bin so stolz, dass wir das schon richtig machen. Und das ist eigentlich so eine Evolution, die dann eigentlich immer zum Niedergang führt. Und deswegen glaube ich, diese Leistungsorientierung ist wichtig, die ist super wichtig, aber die Demut davor, dass wir in einer Welt leben, in der sich die Dinge noch schneller verändern als jemals zuvor und das jetzt gerade der langsamste Moment ist für die vorhersagbare Zukunft. Das mit Demut anzugehen, ist, glaube ich, super wichtig. Ich finde es auch spannend, dass manchmal, passt vielleicht zu dem, was du sagst, dass wenn du dann irgendwann diesen Stolz hast, wenn du sehr erfolgreich warst und das auch immer wieder warst oder über eine lange Zeit halt Erfolg replizieren konntest, dann wirst du fast so ein bisschen abergläubisch. Das hat immer funktioniert, ich werde erfolgreich sein, weil ich bin ein erfolgreicher Mensch, ich werde weiterhin erfolgreich sein. Ja. Und du fängst an, nicht mehr auf die Fakten zu achten irgendwie. Das passt vielleicht ein bisschen mit diesem Stolzsein zusammen. Ja.
Eine andere Verbindung, die ich gerade im Kopf ziehe, wird jetzt von Hierarchie und Kultur gesprochen. Und ich finde es spannend, der Begriff Company oder Kompanie. Also Kompanie ist ja auch im Militärischen eben gerade eine Organisationseinheit. Und also der Kumpel, der Kumpane ist ja derjenige im Lateinischen, da kommt das Wort ursprünglich her, Kumpanes, der, mit dem ich das Brot breche, mit dem ich das Brot teile. Das heißt, es ist jemand, mit dem ich zusammen irgendwie arbeite und dem ich nah bin, dem ich irgendwie vertraue. Also erstmal finde ich es spannend, dass die Begriffe im Militärischen und im Wirtschaftlichen sozusagen sehr, sehr ähnlich sind. Ich meine, wie geht man denn damit um? Du hast es ein bisschen angedeutet vorhin. Du willst ja nicht irgendwie eine militärische Struktur, aber du möchtest trotzdem irgendwie schnell etwas diffundieren, wie du vorhin gesagt hast, durch eine Organisation. Wie geht man mit Hierarchie versus eben gerade Freiraum um? Also ich denke, bei dem Wort Company kann man auch sagen in Company, ne? Also in Gesellschaft, also in Gemeinschaft. Und was ich hier in den letzten Jahren mit großer Freude beobachte und auch immer weiter fördern will, ist, dass letztendlich genau das ist, wenn diese Gemeinschaft an eine Sache glaubt, aber sich auch autorisiert fühlt und ermächtigt fühlt, das Richtige zu tun, da draußen beim Kunden, da draußen mit den Partnern, da draußen mit den Unternehmen, mit denen wir Innovationen entwickeln, dann ist tatsächlich the sky the limit, weil man dann davon ausgehen kann, wir kämpfen für eine gemeinsame Sache, wir stehen für etwas gemeinsam ein und ich muss mir keine Sorge machen, dass die Leute sich in eine vollkommen andere Richtung entwickeln oder sich nicht an das halten, was sie versprochen haben. Und trotzdem ist es eine Company und ich habe hier eine Verantwortung. Business, klar. Und wir sind in einer leistungsorientierten Gesellschaft, wir sind eine börsennotierte Unternehmung. Das heißt, ich muss Kontrollmechanismen haben, in denen ich auch weiß, es hört sich nicht nur gut an, es fühlt sich nicht nur toll an, sondern es wirkt sich auch in den Zahlen aus. Und da ist immer, denke ich, die Kombination von beiden Seiten, die empathische Seite und letztendlich die konsequente Seite, die dazugehört. Aber das eine geht nicht ohne das andere.